useless. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. Zu Beginn, wir fangen jetzt an, uns das Ians Ballade-Event anzuschauen. Wie ihr seht, laufen wir mit einem Marsch hier los. Bei uns ist es ein T1-Marsch, ein Speedmarsch. Wir laufen nicht mit allen los. Wir laufen mit einem Marsch zum ersten Camp, nehmen dieses ein. Anschließend versuchen wir nicht in diesem Camp unten zu sterben, sondern ein bisschen weiter und dann lassen wir uns töten. Einfach aus dem Grund, dass die anderen Leute schon früher ihren Marsch zurückholen können. Da, wenn die Mobs sterben, dann bleiben sie erstmal ein bisschen stehen. Das heißt, wir können erstmal nicht aus dem Camp gehen, müssen warten, bis diese weggelaufen sind. Aber wenn wir schon weiter weggehen, dann können wir schneller weiter spielen. Nun, was ist bei diesem Boss zu beachten? Wie wir sehen, hat der Boss eine AOE im Vordergrund, sonst nichts weiter. Das heißt, es reicht, wenn wir uns einfach nur dorthin stellen, einer tankt und der Rest stellt sich hinten an den Boss. Vorgehen für Boss Nummer 2. Wie wir sehen, läuft ein Marsch wieder zu dem Rescue Camp, in dem wir uns hinstellen und sagen, okay, das nehmen wir ein. Der Rest läuft hinterher. Wichtig ist, nur der Erste, der dieses Camp einnimmt, der sollte auch tanken. Warum? Ist das gleiche Prozedere wie davor. Wir wollen wieder nur, dass nur einer sterben muss und die anderen leben können, damit es schneller geht. Wie wir sehen, okay, wir nehmen jetzt das Camp ein, dann warte ich in dem Fall, dass die Leute vorbeigelaufen sind, damit ich dann sterben kann. Der Rest sammelt sich rechts an dem See. Dort kriegen sie keine Aggro von den Mobs, die da sind. Nun mussten wir nur warten, bis einer im Grunde genommen gestorben ist. Und jetzt können wir mit dem Boss anfangen. Bei diesem Boss ist viel Damage wichtig. Und was auch zu beachten ist, wenn ihr wie wir die Stacks auf den Targets habt und bekommt zu viel Schaden, dann navigiert den Marsch einfach 2-3 Schritte weg vom Boss und wieder ran, damit ihr die Stacks resettet und nicht so viel Schaden bekommt. Da wir ein Team sind mit sehr, sehr viel Schaden, müssen wir das nicht tun. Vorgehen für den letzten Boss, Vorbereitung. Man sammelt sich links in der Ecke, man pullt dann die ganzen Ads dort rüber und schaut dann im Grunde, dass man die dort killt. Warum? Wie auch hier bekommt ihr Stacks drauf auf euch selber, durch die ihr mehr Schaden bekommt. Wenn ihr euch dort in die Ecke stellt, die Mobs kommen wieder zu euch, aber ihr habt längere Zeit, dass die Stacks sich wirklich resetten. Wenn ihr jetzt in der Mitte stehen bleibt, zum einen pullt ihr den Boss am Ende direkt, des Weiteren bekommt ihr die Stacks nicht richtig runter und ihr verliert 4 Leben. Wenn ihr jetzt meinen Guan Yu von Frisbee Dog mal anschaut, der ist jetzt schon gelb. Das heißt, der hat sehr, sehr oft die Stacks drauf. Das bedeutet, er tankt die ganze Zeit, er bekommt die auch nicht richtig resettet. Wenn ihr wirklich so viele Stacks drauf habt, dann lauft einfach einen Moment weg, bis die Stacks resettet sind und kämpft dann weiter. Wichtig ist wirklich, dass ihr euch bei diesem Bossraum relativ weit links positioniert. Warum? Einfach nur, damit ihr den Boss nicht pullt, nachdem er erschienen ist. Wie wir sehen, ist er jetzt erschienen. Wie teilt man sich bei diesem Boss auf? Hier gibt es eigentlich nur Kleinigkeiten zu beachten. Wir stellen uns immer an jede Ecke ein Tankmarsch nach unten, ein Spieler rechts, einer links und einer oben. Direkt am Anfang versucht ihr so viel Schaden wie möglich auf den Boss zu machen. Da umso länger ihr kämpft, umso schlimmer wird es. Da er diese ganze Zeit diesen Flammschaden hat, wie ihr sehen konntet, muss unser Tank 2-3 Mal die Stacks resetten, damit er nicht so viel Schaden bekommt. Des Weiteren solltet ihr auch darauf achten, dass nach diesem Patch die Bosse etwas stärker geworden sind, etwas mehr Schaden machen und ihr daher ruhig schauen sollt, dass ihr die Heilungstotems unbedingt zerstört, bevor ihr den Boss fertig macht, weil sonst könnte es eng werden. Auch die anderen Bosse sind etwas stärker geworden. Schaut daher, ob das bei euch so funktioniert. Zweiter Teil des Videos. Hier wollen wir uns nicht mehr mit Ians Ballade beschäftigen, sondern stattdessen mit Auf der Jagd nach Geschichte. Wir hatten schon mal ein Video hierzu. Wenn euch das interessiert, wie ich da abgeschnitten habe, schaut da gerne rein. Nur mal grundsätzlich, was möchte ich hier erreichen? Also ich habe 81 Hämmer und mein Ziel ist es im Grunde genommen, die 6. Stufe zu erreichen. Warum? Ich möchte das Trinket Uralte Kriegskunst erreichen. Da weil ich das sehr gerne auf meinen Kommandanten spielen würde, da man eine Truppenerweiterung bekommt, die im Long Run, gerade in Modis wie Canyon, Ark of Osiris, sehr, sehr interessant ist, dass ihr einfach mehr Truppen rausschicken könnt und damit auch immer mehr Schaden bzw. tankiger seid. Für Rallyes ist das jetzt nicht so interessant, aber für alle Open-Field-Interaktionen ist dieses Schmuckstück sehr, sehr interessant. Des Weiteren muss ich in dem Fall bis Stufe 6 kommen, da ich die ersten 4 Stufen die Bücher auswählen kann. Und Stufe 5 habe ich die Chance auf legendäre Blaupausenteile.
Wie wir sehen, sind wir jetzt aktuell bei Stufe 4 angelangt, haben von unseren 81 Hämmern schon eine ganze Menge verloren. Insgesamt 44, hatten 2 wirklich lange Runs dabei, wo wir sehr, sehr viel brauchten und jetzt 2 kurze. Einmal mit 5 in Runde 2 und jetzt in Runde 4 brauchten wir nur 3. Das heißt, relativ ausgeglichen. Jetzt kommen wir zur legendären Runde, wollen uns das auch mal anschauen, wie es hier läuft. Wir wählen in dem Fall aus, was könnten wir gebrauchen? Das Schild habe ich schon. Handschuhe oder Schuhe wären ganz interessant. Ich glaube, ich werde mich für Handschuhe diesmal mal entscheiden. Nun wollen wir mal schauen, es wird knapp. Ich muss noch 2 Level schaffen, habe noch 27 Hämmer über. Wollen wir mal schauen, ob das möglich ist, das zu erreichen. Und auf geht's. Lasst uns schauen, was das Glück mit sich bringt. Yes! Nur 2, werte Freunde, nur 2. Das könnte klappen. Jetzt wollen wir schauen, mit 22 noch für die letzte Stufe, sonst müsste ich noch ein paar Gems investieren. Ihr könnt wie letztes Mal auch Hämmer kaufen für Gems. In diesem Fall nicht nur 60, so wie letztes Mal, sondern ein Gesamtvolumen von 120 Stück. Des Weiteren haben sie die Grundbelohnung etwas angepasst. Das haben wir eben einmal kurz gesehen. Ihr könnt jetzt nicht nur noch Blaupausenstücke im Grunde genommen auswählen, sondern beispielsweise auch lila Materialkisten oder Booster. Meiner Meinung nach solltet ihr dort nur wirklich teilnehmen, wenn ihr diese Blaupausenteile braucht. Weil die anderen Belohnungen sind für das, was ihr investieren müsst, nicht wirklich gut. Wie ihr seht, habe ich den letzten Dreh auch noch mit meinen 21 Hämmern geschafft. Habe jetzt noch einen über, den ich versuche ins nächste Event mit überzunehmen. Und damit bin ich durch. Von den Dailies habe ich insgesamt 2 komplett gemacht, einen gar nicht, das heißt 20 Hämmer aus Dailies und 60 Hämmer aus Kisten, das heißt Pakete. Einen Hammer hatte ich noch vom letzten Mal. Ja, jetzt machen wir noch fix einmal die Blaupause und dann war es das schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen davon, wie wir 1 Belate laufen. Wir brauchen um den Dreh so 14, 15 Minuten, geht also relativ schnell. Des Weiteren haben wir uns hier auch noch angeschaut, wie ich hier abgeschnitten habe mit 81 Hämmern bei Auf der Jagd nach Geschichte. So, werte Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.